Heute zeige ich dir, wie du so eine Umhängetasche nähst. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Da in den sozialen Medien die große Diskussion ausgebrochen ist, dass man die alte FFP2-Maske nicht wieder in die Tasche legen kann oder soll, habe ich mir eine zweite Tasche überlegt mit 2 Fächern. Die Tasche könnt ihr euch einfach umhängen oder ihr fädelt sie auf einen Gürtel. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Infobox. Ich habe schon mal alle Teile vom Schnittmuster ausgeschnitten. Die runden Teile braucht ihr jeweils zweimal zugeschnitten. Die Außenteile könnt ihr verstärken, wenn euer Stoff zu wenig stabil ist. Ich habe hier das Vlies kleiner geschnitten. Ich empfehle euch aber, dieses genauso groß wie das Schnittteil zu schneiden. Außerdem braucht ihr das Rechteck. Zudem braucht ihr noch ca. 9 cm Klett- und Flauschband und ca. 1,10 m Schrägband. Ich wollte immer eine Farbe pro Innenfach haben, deshalb meine Farbwahl. Ihr könnt natürlich auch alles in einer Farbe machen. Bei mir sieht das jetzt auch so aus, weil ich das Innenfach dann verdreht habe. Nimm das Rechteck und bügle die kurze Kante mit 1 cm nach innen um. Ich habe dieses noch zusätzlich mit Vlies verstärkt. Steppe dann die umgebügelte Kante fest. Bügle dann auch die langen Seiten nach innen um. Stecke das Rechteck mittig an der Markierung an das Rückteil. Nähe es knappkantig an. Bevor du das tust, überprüfe, ob das Schrägband nicht überlappt. Die Schlaufe muss offen bleiben, damit später die Kordel oder der Gürtel durchgesteckt werden kann. Wenn du einen größeren Gürtel hast, musst du dementsprechend das Rechteck breiter machen. Verriegle beim Nähen den Nahtanfang und das Nahtende. Mit doppelseitigem Klebeband klebe ich mir jetzt das Klettband an die Markierung auf die rechte Seite des Außenstoffes und nähe einmal außen herum. Platziere dir dann das Flauschband auf der rechten Seite des ovalen Innenteils und nähe es fest. Lege dir dann jeweils die beiden runden gleich großen Teile mit der geraden links auf links zusammen, sodass die schönen Seiten nach außen zeigen. An der geraden Kante werden diese mit Schrägband eingefasst. Steck dir das Schrägband fest. Und nähe es an. Lege dir dann die ovalen großen Teile links auf links aufeinander und darauf die Teile mit dem Schrägband. Erst das große, dann das kleinere. Das Klettband liegt dabei außen. Stecke die Teile mit Klammern zusammen und nähe einmal außen herum. Achte dabei darauf, dass der Stoff gerade liegt. Nähe die Teile zusammen. Diese Naht ist nur eine Hilfsnaht und wird später verdeckt. Also muss sie innerhalb der Nahtzugabe liegen. Zum Beispiel bei 6 mm, da mein Schrägband im angenähten Zustand 1 cm breit ist. Überprüft hier nochmal, ob alles flach da liegt. Wenn nicht, sollte das ausgebessert werden. Falls die Teile nicht gerade aufeinander liegen,
könnt ihr jetzt noch die Kanten begradigen. Jetzt steckst du dir das Schrägband im aufgeklappten Zustand einmal außen herum an das Innenteil. Schneide den Übergang großzügig ab und biege das innenliegende Schrägband nach innen ein. So bekommst du eine saubere Naht später. Nähe dann einmal außen herum. Mehr zum Thema Schrägband erfährst du im eingeblendeten Video. Am Ende angekommen, könnt ihr das zu viele Schrägband noch abschneiden. Nähe etwas über die erste Naht. Habt ihr die Innenseite angenäht, wendet ihr das Teil und steckt euch das Schrägband an die Außenseite. Näht dann einmal außen herum. Fertig ist die Umhängetasche für die FFP2-Maske. Schau dir auch gern meine andere FFP2-Maske an. Bis nächsten Sonntag, 16 Uhr. Ciao!